So Leute, wenn ihr hier seid, dann seid ihr echte Fans, denn wer würde ein Video mit dem Titel Maslow Motherfucker denn wohl ernst nehmen? Aber vielleicht habt ihr schon von Maslow gehört. Das ist nicht der mit dem Hund, das war Pavlo und vielleicht machen wir da ein anderes Video drüber. Maslow ist der mit der Bedürfnispyramide. Das Ding, ja, ich blende es hier mal kurz ein, habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen. Das hat 7 Stufen und fängt also unten an mit reinen Defizitbedürfnissen. Also ganz unten atmen, was essen, was trinken. Und das sind übrigens Bedürfnisse, da hat man irgendwann genug. Also, wenn der Durst mal weg ist, trinkst du vielleicht noch ein bisschen, aber irgendwann ist dann auch nicht mehr. Und selbst mit dem Sattwerden, irgendwann geht dann halt nichts mehr rein. Und zu viel Luft holen ist auch ungesund. Also, das sind Bedürfnisse da unten, die nennen wir die Mangelbedürfnisse. Und da sind die unteren Mangelbedürfnisse und oben geht es um Wachstum. Und wo genau die Grenze liegt, zeige ich euch gleich. Denn erstmal gehen wir auf die Mangelbedürfnisse ein. Denn es ist ja ganz interessant, es ist wie bei Bertolt Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Will sagen, solche Dinge wie Anerkennung und Wertschätzung und Weiterentwicklung sind dir herrlich egal, wenn du deine Grundbedürfnisse unbefriedigt siehst, wie zum Beispiel Hunger haben. Ja? Wenn du ein netter Typ bist und gerne herumsocialst, so wie ich, das funktioniert irgendwann nicht, wenn du einfach nur Lust hast, ans Buffet zu gehen. Also, Hunger und Durst müssen erst befriedigt werden, bis du in der Maslow'schen Pyramide ein bisschen weiter nach oben steigst. Und da kommt eben nach den Grund- und Existenzbedürfnissen wie Atmen, Schlafen, Essen, Trinken, so etwas für Sicherheit. Und Sicherheit, oh Mann, was geben die Leute nicht, um Sicherheit zu spüren? Parteien bauen ihr Programm auf Sicherheit. Die Menschen suchen in unsicheren Zeiten nach Sicherheit. Was ist mit dem berühmten verunsicherten Bürger? Ich kann es schon nicht mehr hören, wenn die Leute zu mir kommen, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie verunsichert. Ist das attraktiv? Überhaupt nicht. Und wo willst du, dass andere dir Sicherheit geben, wenn du sie nicht selber spürst? Also Sicherheit, auch wenn sie uns viele versprechen, in der Politik, am Arbeitsplatz, sicherer Arbeitsplatz. Menschen gehen in Beziehungen, um sich irgendwie sicher zu fühlen und suchen in ihrem Partner ein Gefühl der Sicherheit. Alles schön und gut, ich verurteile das ja nicht. Aber Sicherheit kannst du in dir selbst spüren. Und sie kann dir auch niemand geben. Es kann dir nur jemand die Illusion von Sicherheit geben. Und Maslow sagt eben, solange eines dieser Bedürfnisse unbefriedigt ist, treibt es unser Handeln an. Das heißt, wir haben Hunger und Durst, wir suchen etwas zu essen, zu trinken. Wir suchen nach Sicherheit, wir suchen uns eine Partei oder einen Partner, der oder die uns das verspricht. Genauso das Sozialbedürfnis. Weiterhin Mangel. Das Gefühl, unbedingt zu einer Gruppe dazugehören zu müssen. Ob es nun die eigene Familie ist, eine Ersatzfamilie, dein Fußballclub, der dir bestimmte Gefühle der Zugehörigkeit vermittelt, das gegen einen Gegner zusammenstehen oder wie das in totalitären Systemen funktioniert, dass man halt gegen eine bestimmte andere Gruppe im Innen oder Außen ist. Soziale Zugehörigkeit auch ein absolutes Mangelbedürfnis. So wie wir durch Sicherheit unsere eigene innere Angst ausgleichen möchten, so ist das halt auch mit den sozialen Kontakten, die unsere innere Instabilität irgendwie kaschieren sollen. Wenn wir selbst mit uns nicht im Reinen sind, fühlen wir uns wenigstens in der Gruppe stark. Ganz gefährlich. Nach den Sozialbedürfnissen kommen die Individualbedürfnisse, also alles, was die Anerkennung meiner eigenen Person bedeutet, die Wertschätzung. Also im Unterschied zu Selbstachtung, eine Achtung, die uns andere Menschen nur geben können. Ein anderer Bereich dieser Individualbedürfnisse ist der Wunsch nach mentaler oder körperlicher Stärke oder auch eine Art von gesellschaftlichem Erfolg, von finanzieller Freiheit, also weiter oben. Aber immer noch ein Mangelbedürfnis. Das einzige Wachstumsbedürfnis hier auf dieser Liste ist tatsächlich hier diese oberste Kategorie. Und rate mal, wer da ist. Moi. Ja? Denn ich habe gemerkt, dass ich, egal in welcher Situation, schon irgendwie für mich selbst sorgen kann. Zum Beispiel, indem ich meine Arbeitskraft verkaufe, um irgendwie etwas zu essen oder zu trinken zu haben. Und ich weiß, dass andere so etwas wie Achtung vor mir verspüren. Aber ich will weiter.
Leute, ich bin an dem Punkt, wo ich wirklich glaube, ich habe diese Maslow-Pyramide fast durchgespielt. Und jetzt, weil ich weiß, dass ich irgendwie Erfolg im Leben habe, will ich weiter. Ich will mich selbst verwirklichen. Und leider ist es für viele nur ein hohles Schlagwort. Was bedeutet aber Selbstverwirklichung? Es heißt, in sich Talente, Potenziale zu erkennen, die man weiterentwickeln will. Es will etwas heraus. Du willst der Welt mehr von dir zeigen. Du willst mehr als nur Erfolg haben. Du willst das Maximum aus dir herausholen. Also quasi wie in einem vorhergehenden Video die beste Version von dir selbst werden. Das kann zum Beispiel sein, dass du, obwohl du deinen Eltern zuliebe ein guter Anwalt geworden bist, alles nochmal aufgibst, um etwas zu tun, was du schon immer im Hinterkopf hattest, was du schon immer im Herzen gespürt hast. Also deine künstlerische Ader entdecken, anderen helfen, reisen, Arzt werden. Was weiß denn ich? Du weißt es. Es kann aber auch sein, dass du, wenn du jetzt 40 bist, dich entscheidest, ja, ich will nochmal Mutter werden. Es ist etwas, was dich träumen lässt, was in dir drin ist. Und so traurig es ist, Maslow schätzte den Anteil der Personen, die diese Stufe erreichen, auf 2%. Ich würde sagen, heute sind wir mindestens doppelt so hoch. In einem vorhergehenden Video habe ich gesagt, 5% dieser Leute. Aber selbst wenn es nur 1% wäre, wenn es nur 1 Promille wäre, ich bin überzeugt, du hast die verdammte Pflicht, es zu tun. Du bist es dir schuldig. Meine Meinung. Ruhiger lebt es sich, wenn du einfach so weitermachst in deinem Trott. Aber macht es dich glücklich? Zahlst du diesen Preis? Oder sagst du, Maslow, Motherfucker, das ist mein Weg. Und wenn das noch nicht genug ist, Maslow hatte tatsächlich ein Vermächtnis. Kurz vor seinem Tod hat er diese Pyramide erweitert. Dann sah sie so aus. Und das ist auch erst nach seinem Tod erschienen. Die Transzendenz. Und damit sind wir jetzt natürlich schon in spirituellen Bereichen. Und für mich ein weiterer Beleg der These, dass die ganze Neuroforschung irgendwie einen fließenden Übergang zu spirituellen Wuhu-Themen hat. Denn Transzendenz ist ja schon die Vereinigung mit Gott, mit dem Göttlichen, dem Universum, dem Nullpunktfakt oder wie immer es Menschen nennen. So, und wie das geht und ob ich da hinkomme, das gibt es in einem späteren Video. Erstmal bin ich sehr mit der Selbstverwirklichung beschäftigt. Und du, wenn dich diese Themen interessieren, vielleicht interessiert dich auch dieses Video. Auf jeden Fall kommt noch eine Menge spannendes Zeug, deswegen hier subscribe bitte zu meinem Kanal. Es hilft dir und es hilft auch mir ungemein. Danke.